bin so ein Typ, so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So bin ich eher drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute machen wir ein gegrilltes Thunfischfilet mit einem Glasnudelsalat. Und dafür habe ich jemanden eingeladen, der vor der Kamera sehr erfahren ist. Aber ob das am Herd auch so ist, werden wir gleich testen. Christian Düren. Ich bezweifle es, aber ich freue mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Das Erste, was wir machen, ist, wir setzen einmal schnell Wasser auf. Das hätte ich noch hinbekommen, ja. Ja, das ist auch relativ easy, ne? Weil wir die Glasnudeln natürlich einweichen müssen. Und dann brauchen wir heißes Wasser, damit die gar werden. Die Glasnudeln braucht man gar nicht kochen, sondern das reicht wirklich, wenn man die mit kochendem Wasser übergießt. Was wir schon mal machen können ist, wir machen dazu einen Salat. Das heißt, wir brauchen die Paprika, die Gurke und damit können wir schon mal anfangen zu schneiden. Das kochende Wasser gebe ich jetzt einfach hier über die Glasnudeln drüber. Die Gurken schälen wir auch nicht, sondern die lassen wir die Schale dran. Da ist dann natürlich das Beste drin. In dem Fall würden wir die tatsächlich einfach nur an den Seiten runterschneiden, bis man hier, sieht man ganz gut, ans Kerngehäuse kommt. Und das schneiden wir so an allen Seiten runter, so dass quasi nur noch das Kerngehäuse überbleibt. Kochst du denn privat auch eigentlich oder bist du mehr so der Restaurant-Typ? Es kommt wirklich bei mir total drauf an. Wenn ich tatsächlich in München bin, dann gehe ich lieber essen. Ja. Und wenn ich in Köln bin, dann ist es eher so, dass ich wirklich lieber was zu Hause mache. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, und dann meistens irgendwas, was relativ simpel ist und schnell geht. Das ist bei mir irgendwie das Wichtige. Ich habe keine Lust, mich irgendwie so lange damit zu beschäftigen, weil ich auch keine Geduld habe. Das ist bei mir immer so das ist das Hauptproblem. Also müssen wir schnell machen hier heute, ja? Ja, also ich sehe schon, wenn ich hier noch in meiner Paprika rumwurschtel, hast du Gurken geschnitten, Nudeln eingelegt und bist im Prinzip gleich fertig. Nee, aber ich versuch's schon. Also ich habe tatsächlich, als die Corona-Zeit anfing, habe ich dann wirklich versucht, mal ein bisschen mehr selbst zu kochen. Ja. Und habe da auch einen Spaß dran entwickelt. Und ich habe tatsächlich mir dann, was ich normalerweise nicht mache, aber mir bei Instagram so Influencer angeguckt, die so leichte Gerichte hatten, weil ich auch nicht so Kochbuch-Fan bin. Das ist mir alles, die erklären das ja wirklich Schritt für Schritt. Und das fand ich total super, weil das ist genau meine Küche. Wenn du mir 1:1 erklärst, so wie du das gerade auch machst, was ich zu tun habe. Und dann komme ich ungefähr mit. Zu dem Thunfisch machen wir eine Hoisin-Soße. Ja? Die Hoisin-Soße, dafür nehmen wir etwas Sojasauce. Klingt asiatisch. Ja, ist aber sehr, sehr lecker dazu. Also ich mag das zum Thunfisch wahnsinnig gerne. Dann geben wir dazu 2 Nelken, ein Lorbeerblatt, Knoblauchzehe, nur halbiert rein, ein bisschen Ingwer. Den lassen wir ruhig mit der Schale, weil das wird sowieso durchgesiebt nachher. Ah, okay. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und noch etwas Chili dazu. Das Ganze lassen wir nur einmal aufkochen, damit sich alles löst aus den Körben. Und dann lassen wir es an der Seite ziehen, bis wir quasi anrichten. Dann gießen wir das nur ab und dann haben wir eine wunderschöne Marinade zu dem Thunfisch und zu dem Salat. Dann machen wir weiter. Wir nehmen die Shiitake-Pilze und da schneiden wir quasi einmal den Stiel weg. Ja. Und dann schneiden wir die auch so runter. Ja. Damit wir die auch gleich in der Pfanne braten können. Ich bin nicht der allergrößte Asia-Fan, muss ich so sagen. So, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie das gleich schmeckt. Aber für mich ist so Asia-Küche eigentlich, habe ich mich immer so ein bisschen schwer dran getan. Da sind mir zu viele unbekannte Gewürze. Ich bin so ein Typ, so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So bin ich eher drauf. Jetzt setzt du mich aber unter Druck. Ja, deswegen ja. Das ist ein bisschen. Du kannst mich jetzt an die asiatische Küche ranführen. Das ist aber schön, dass du das so zu mir sagst. Ja. Nachdem wir schon mittendrin sind. Du, ist ja total nett, dass wir hier zusammen kochen. Ich hatte ja nicht mal eine Auswahl. Es war so, wir kochen den Thunfisch mit Glas und habe gesagt, okay, ich bin offen dafür. Lass mich mal überraschen. Das ist der richtige Ansatz. Wenn es schon so Meisterkoch steht, dann machen wir das mal so. Das ist genau das Richtige. Jetzt nehmen wir die Radieschen so lange, wie das hier anfängt zu brödeln. Da brauchen wir aber nur so 3, 4 Stück von. Okay. Jetzt die Radieschen auch rein? Nee. Also, die kannst du tatsächlich hier mit rein. Ah, die kommen da mit rein, okay. Genau, die kommen hier mit in unseren Salat. So haben wir in dem Salat hinterher Sachen, die so ein bisschen gegart sind, die dadurch ein paar Röstaromen bekommen. Dann haben wir die knackigen Sachen, die frisch sind. Das gibt am Ende ein ganz tolles Spiel zusammen.
So, machst du da noch einen Löffel Honig dran? Ich nehme an für die Süße. Ganz genau. So oder weniger? Ein bisschen weniger, die Hälfte. So, ja, so ist top. Okay, gut. Genau. Weißt du noch, was dein erster Job war? Ja, tatsächlich. Ich habe früher, also außerhalb des Fernsehens meinst du? Oder beim Fernsehen? Jetzt wird's spannend. Was hast du gemacht, bevor du zum Fernsehen gegangen bist? Also nichts Schlimmes. Ich hab tatsächlich an einer Tankstelle gearbeitet und habe da Zapfsäulen geputzt und Payback-Karten durch den Scanner gezogen, so gefühlt. Das war so ungefähr meine Aufgabe. Und beim Fernsehen war es, ich hab Sportjournalismus studiert, weil ich das super spannend fand, irgendwie den Sport auch mit drin zu haben. Aber fand es dann irgendwann noch spannend, selber Beiträge zu machen, Dokus zu drehen und sowas. Und dann bin ich echt einmal durchs Land gefahren und habe da alles querbeet gemacht und bin dann irgendwann wieder zurück zum Sport. Und es hat sich dann immer irgendwie so ein bisschen verbunden alles, dass man das so einhergehen machen konnte. So das bunte Leben einmal zu zeigen und dann den Sport. Das war irgendwie ganz cool. Dann haben wir den Thunfisch. Okay. Das Gute bei dem Thunfisch ist, man braucht den wirklich nur einmal so in den Sesam drücken, weil das hält von alleine. Da braucht man kein Ei oder sonst irgendwas, ne? Sozusagen als Marinade dann, ja? Genau, wir braten den jetzt auf der Seite, dass wir schön goldgelben Sesam haben. Was wir jetzt hier noch machen können ist, du nimmst einmal eine Limette. Aha. Die Limette immer einmal so übers Brett rollen. Das sorgt dafür, dass wenn du die danach auspresst, dass sie schon mal so ein bisschen gelockert ist. Okay. Wir machen aber als erstes, kannst du ganz vorsichtig die Haut abreiben. Okay. Genau. Hier rüber, ja? Genau, in die Schüssel. Hoppala, hier geht schon gut los. Ja. So, okay. Das gibt eine gewisse Frische. Einfach so rüberdrücken, ja? Genau. Okay. Wer ist denn so der anspruchsvollste Spieler eigentlich? Von dem du sagst, also der ist immer am kritischsten bei meinem Essen. Der dann auch schon mal kommt und sagt, du pass mal auf, da hat heute Salz gefehlt. Wo die anderen sagen, war lecker, kommt der an und sagt, nee. Ging so. Da muss man kritisch tatsächlich sagen, wir nennen es mal, wer am ehrlichsten ist. Ja. Nein, also ich muss ganz ehrlich gestehen, wer wirklich sich um Ernährung und Essen viel Gedanken macht und wohl auch viel gut isst, ist zum Beispiel Mats. Ja. Und Mats sagt dann echt auch schon, ey, das ist mega geil, das habe ich so noch nie gegessen. Oder er sagt dann auch schon mal, ey, wart ihr schon mal da und da? Oder, oder mit dem tauscht man auch mal Restaurantempfehlungen aus. Ah, okay. Ja, also das macht schon echt Bock, weil er halt in Dortmund damals dann von seiner Zeit vorher schon auch ein paar Restaurants kannte, die es noch gibt. Und dann sagt man so, ey, kennst du eigentlich den Thailänder, der ist mega. Und dann war ich da selber vorher noch nicht, bin dann tatsächlich auch da hingegangen. Und meistens ist es gut. Ja, also bis jetzt 3 von 3, ne? 100%. Ne? Und dann kommst du in so eine kleine Kaschemme, wo du niemals hingegangen wärst. Ja? Und der hat wirklich hier so Baby-Auberginen und so, hat er so in seinem Teiggerät drin, wo du denkst, so, kosten doch ein Vermögen, ist ja unfassbar, wie frisch der kocht. Ne? Ja. Aber war richtig, richtig cool. So, unseren Fond, den passiere ich jetzt einmal durch. So, das einmal hier durch. Ja. Und das kochen wir jetzt noch mal einmal auf und binden das mit ein bisschen Maisstärke ab. Mach mal Pfeffer. Und ich mach mal hier eben ein bisschen Koriander. Ist doch eigentlich auch ein ganz gutes Sommergericht, oder? So, weil es relativ leicht ist, ne? Das, klar. Schön im Sonnenuntergang, Gläschen Wein dazu. Na gut, die Romantik daran habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du sagst. Ja, immer. Okay. Hier in Dortmund ist es wahrscheinlich schwer für dich, essen zu gehen, ganz entspannt, oder? Guck mal, da sitzt doch hier der vom BVB. Leute, jetzt ist sie aber mal alle bei 110% heute. Ja, wir haben Sonst kommt keiner mehr. In Dortmund haben wir tatsächlich eine eingesponnene Gemeinde. Also das finde ich super. Die Gastronomen in Dortmund, die halten alle zusammen. So, also hier durch wie Butter, ne? Ja. Dann wollen wir mal schauen, was wir da gezaubert haben. Ja, ich bin sehr gespannt. Okay. So. Wie du das wieder gemacht hast, ne? Der Thunfisch ist natürlich überragend, ne? Das ist eine Wucht, ne? Der ist mir wirklich, also wie der mir gelungen ist, du mein lieber Mann. Das muss mir nachher noch mal verraten. Das verrate ich dir gleich. Kein Thema. Euch viel Spaß beim Nachkochen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.